Scheiße. Weiter ging es dann bei sehr schönem Wetter, sehr kräftigen Wind und naja, auch schönen Straßen von Kutaisi über die Städte Ciatura und Gori nach Tbilisi. Der Weg führte über einem sehr kleinen Kloster, das auf einem Felsen gebaut wurde, zu der Zeit der osmanischen Besetzung dieses Teils Georgiens. Von einer spirituellen Romantik gab es zur Zeit meines Besuchs keine Spur. Es wurde gebaut und es war laut. Hey. Hallo. Dann kam ich nach Ciatura, eine Bergbaustadt, der es dank des Vorkommens an Manganerz zu Sowjetzeiten ziemlich gut ging. Nach dem Zerfall der Sowjetunion kam auch die Bergbauindustrie zum Erliegen und es scheint, als ob es in den letzten Jahrzehnten stetig bergab ging. Auf mich hat Ciatura eher einen traurigen Eindruck hinterlassen. Berühmt ist die Stadt noch nach den alten, extrem steilen Seilbahnen, die noch aus den Zeiten von Stalin stammen und teilweise immer noch in Betrieb sind. Als ich da war, standen die Seilbahnen, die mitten in der Stadt sind, still und das Stationsgebäude sah sehr verlassen aus. Allerdings an einer Tür klebte ein Zettel, auf dem es neben in Georgisch auch in Englisch stand, dass die Seilbahn zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr Pause hat. Ich war zwar zu der Zeit da, aber das Ganze sah so aus, dass ich es mir nicht vorstellen kann, dass die Pause der einzige Grund für den Stillstand war. Nach Ciatura weiter, dann nach Gori. Schließlich wollte ich an dem Tag Tbilisi erreichen. Noch das letzte Stück auf der Autobahn und dann war ich in Gori. Kutaisi ist die Geburtsstadt von Katie Melua. Die mittlerweile britische Sängerin ist eine der berühmtesten Persönlichkeiten aus Georgien. Allerdings bei weitem der berühmteste stammt aus Gori. Die breiteste Straße in Gori heißt Stalin Avenue.
Sie endet in den Stalin-Park, in dem sich das Stalin-Museum befindet. Sogar sein Geburtshaus, eingehüllt in einem Tempel, ist da und auch sein Reiseeisenbahnwaggon kann man da bestaunen. Danach war es an der Zeit, nach Tbilisi weiterzufahren. Die Strecke führte durch die Dörfer, deren Erscheinungsbild durch die oberirdischen Gasleitungen geprägt war. Diese verliefen manchmal direkt neben den Fenstern der umliegenden Häuser. Am frühen Abend war ich in Tbilisi, wo ich im alten Teil der Stadt meine sehr nette Unterkunft für die nächsten Tage bezogen habe. Mein nächster Ausflug war an der georgischen Heerstraße. Ich fuhr zur Stadt Stepantsminda in der Nähe der russischen Grenze. Dort unterhalb des Bergs Kazbek befindet sich eines der meist fotografierten Objekte Georgiens, Gergetia Dreifaltigkeitskirche. Leider war die Fahrt an der sehr befahrenen Heerstraße nicht sonderlich gemütlich. Dafür war die Umgebung sehr schön und die vielen Tiere haben eher nicht gestört. Diese Straße ist die einzige Straßenverbindung zwischen Georgien und Russland. Es ging über den Kreuzpass, dann vorbei an dem russisch-georgischen Freundschaftsdenkmal, wo ich allerdings wegen zu großen Rummel nicht angehalten habe.
Mein Ziel diesmal waren 2 Klosteranlagen in der Region Kakheti. Das Hauptmerkmal der Gegend ist der Weinanbau und unterwegs gab es viele Weingüter, die man auch besichtigen könnte. Ich fuhr auf der S5, die man auch Kakheti Highway nennt und die Hauptverkehrsverbindung nach Aserbaidschan darstellt. Bei meiner Anreise bin ich durchs Istanbul gefahren und das wurde zu meiner persönlichen Grenzerfahrung, was das Verkehrschaos und anstrengendes Fahren anbelangt. Als ich dann nach Georgien kam, habe ich dieses Urteil sehr, sehr abgemildert. Ganz oft wird überholt und gedrängt und viele sind die ganze Zeit auf der Lauer nach der nächsten Überholmöglichkeit. Es scheint, dass keine Möglichkeit ausgelassen wird. Entlang der Straße sieht man viele Verkaufsstände, an denen Obst und Gemüse aus eigenem Garten verkauft wird. Eine eher gewöhnungsbedürftige Angelegenheit waren die Kühlcontainer neben der Straße, an denen man Frischfleisch kaufen konnte. Zu erahnen war viel Armut. An einer Stelle saß eine Frau und hat versucht, ihre 2 Hühner zu verkaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass an der Stelle irgendjemand anhalten würde. Dann kam ich in der Nähe von der Stadt Signagi zum Kloster Bodbe. Das Kloster wurde erbaut an der Stelle, an der die heilige Nino begraben wurde, eine Nonne, die im 4. Jahrhundert das Christentum nach Georgien gebracht hat. Mittlerweile ist das Kloster eine der wichtigsten Pilgerstätten in Georgien. Weiter zu Kloster David Gareci. Zuerst wieder an der Kakheti Highway Richtung Westen oder Richtung Tbilisi und dann nach circa einer Dreiviertelstunde bog man an einer Kreuzung Richtung Süden ab. Hey! Hey!
Das Kloster David Garecci liegt im Grenzgebiet zwischen Georgien und Aserbaidschan. Es wurde gegründet im 6. Jahrhundert und ist somit das älteste Kloster Georgiens. Ich musste irgendwann an die Weiterfahrt nach Tbilisi denken, wo meine Unterkunft war. Zuerst die Schotterstraße, danach war es einfach eine Piste. Sehr einsam und wunderschön. An einer Stelle habe ich angehalten, um ein paar Aufnahmen zu machen. Nach einer Weile näherte sich quer über die Hügel ein Fahrzeug. Es waren 2 georgische Grenzsoldaten, die mich gesehen haben und nachschauen wollten, ob alles in Ordnung war. Tbilisi habe ich als eine sehr lebendige und pulsierende Stadt erlebt. Überall sieht man eine Mischung, oft eine wilde Mischung zwischen neu und alt, zwischen schnell und langsam, modern und traditionell. Immer wieder gab es auch skurrile Szenen zu beobachten. An dem Tag war die Hitze schwer zu ertragen und ein ziemlich ledierter Streuner hat seinen Abkühlungsschattenplatz direkt am Eingang eines Restaurants gefunden, lag da und hechelte. Das Restaurant war sehr frequentiert, aber keiner, weder der Hund noch die Gäste noch das Personal, schien dadurch gestört zu sein. Die Georgier sind ein sehr religiöses Volk. Dementsprechend gibt es Kirchen an jeder Ecke. St.
Georgskirche, die sich auf dem Maidanplatz befindet, ist eine von den alten Kirchen in der Stadt. Gebaut im 13. Jahrhundert ist es eine armenische Kirche und besticht durch ihre schönen Fresken. Eine andere Kirche, Sioni-Kathedrale, nach dem Zionberg genannt, wurde in der Zeit zwischen 6. und 7. Jahrhundert gebaut, wurde allerdings mehrmals komplett zerstört und dann wieder aufgebaut, so dass sich auch ihr Aussehen komplett verändert hat. In der Kirche werden mehrere Reliquien aufbewahrt, unter anderem der angebliche Schädel des Apostel Thomas. Das jetzige Aussehen stammt aus einem Wiederaufbau aus dem 17. bis 19. Jahrhundert. Dieses entspricht dem der Kirche aus dem Kloster Gelati, welche wiederum aus dem 12. Jahrhundert stammt. Im 19. Jahrhundert kam ein weiterer Glockenturm dazu, den man auf der anderen Straßenseite gebaut hat. Ein Wahrzeichen Tbilisis sind die typischen Holzbalkone an alten Gebäuden. Sie geben der Altstadt ein besonderes Flair. Allerdings, wenn man die gut besuchte und restaurierte Straßen in der Altstadt verlässt, sieht man auch anderes. Es gab mehrere zerstörende Erdbeben in Tbilisi. Dies liegt daran, dass südwestlich von Georgien in der Türkei 3 Erdplatten aneinandertreffen und die ganze Region tektonisch aktiv machen. Das letzte starke Erdbeben war 2002 und man sieht die Spuren davon immer noch in Form von beschädigten Häusern bzw. von solchen, die nur provisorisch vor dem Absturz gesichert sind. Tbilisi bedeutet warme Quelle und verdankt ihren Namen dem warmen Schwefelwasser, das aus den umliegenden Bergen heraussprudelt. Abanotubani ist ein Bäderviertel in der Altstadt von Tbilisi und bedeutet übersetzt der Badebezirk. Mittlerweile sind an die 8 oder 9 Bäder noch in Betrieb. Manche zumindest äußerlich sehr herausgeputzt und manche andere halb verfallen. Ein paar hundert Meter weiter und doch mitten in der Stadt ein Wasserfall. Etwas weiter und oberhalb vom Badebezirk gelegen befindet sich der Botanische Garten, seinerzeit der größte dieser Art in der Sowjetunion. Narikala
eine von Persern im 3. Jahrhundert erbaute Festung, deren Name im Persischen uneinnehmbare Burg bedeutet, liegt oberhalb vom Botanischen Garten. Allerdings seit einer Munitionsexplosion Anfang des 19. Jahrhunderts dient sie als eine Ruine.